So, hi zusammen, herzlich willkommen hier bei mir im Kanal 83 MeToo. Und in diesem Video möchte ich euch so, ja, eine Empfehlung aussprechen oder überhaupt, worauf man achten sollte. Was für eine Waschstraße, Waschanlage, also SB-Waschanlage soll ich benutzen. Ich bin hier bei mir im Ort, Waschpark Bonrath, gigantisches Imperium, sage und schreibe 1, 2, 3 Boxen. Ganz früher gab es mal eine vierte, die wurde leider dicht gemacht. 3 Boxen, eine draußen. Kommen auch viele, ich sag mal, größere Fahrzeuge, so Wohnmobile und so hin. Muss man dann gucken, ob man den Platz da bekommt. Gut, schauen wir uns die Anlage an. Also, die hat bei mir einfach den Vorteil, die ist direkt um die Haustür. Ich fahre hier 2 Kilometer hin und bin da. Zugleich kenne ich hier den Herrn Bonrath, den Besitzer von der Waschanlage, und darf hier meine eigenen Sachen mitnehmen. Das ist schon mal das Erste, was ihr beachten müsst. Nicht alle erlauben, dass wir hier, haben wir auch so einen Hinweis, ne, hier Waschbox verlassen, wo steht es? Ebenso dürfen keine mitgebrachten Wasch- und Pflegemittel verwendet werden. Steht eigentlich bei allen, liegt aber meiner Meinung nach daran, weil viele Leute dann zu aggressive Produkte und so weiter mitbringen würden. Ich kenne den Besitzer, dementsprechend habe ich hier eine Erlaubnis, darf hier auch drehen, das ist absolut kein Thema. Ja, gibt natürlich Leute, die sträuben sich dagegen, die verbieten das. Um dieses Problem aus der Welt zu schaffen, sprecht einfach offen darauf an, darf ich da meine eigenen Sachen mitbringen, zeigt die Sachen auch mal säurefrei, zum Beispiel in Felgenreiniger oder so. In der Regel wird da keiner was sagen, wenn das kein Arschloch ist. Ja, was ist noch wichtig? Also der Boden hier ist absolut nicht der beste, das muss man ganz klar sagen. Das ist halt, ja, die Waschanlage ist hier halt, oder Waschstraße ist hier halt wirklich schon alt, das ist richtig. Aber dennoch ist sie die beste hier in der Gegend, weil da gibt es auch deutlich schlimmere. Hier in dieser Box zum Beispiel haben wir eine relativ neue Lanze. Die ist schon mal sehr gut, weil das ist eine relativ kurze, die hat man sehr gut unter Kontrolle. Und ja, die arbeitet halt wirklich sehr gut und sehr genau, hat hier oben auch diesen neuen Düsenkopf. Das ist schon in Ordnung. Zugleich hat sie natürlich, das ist hier in der Box so, auf der rechten Seite dann dieses grausame Teil mit Bürste, was für uns ja absolut nicht interessant ist. Dementsprechend braucht man da gar nicht drauf eingehen. Ja. Gut, so tief, dass jetzt dieser Hubbel da irgendwie was macht, ist mein Wagen nicht. Auf sowas auch ein bisschen achten. Ja, und wie oft kommt hier auch der Besitzer in die Waschanlage? Herr Bonert ist hier täglich und dementsprechend ist das eine wirklich top gepflegte Waschanlage. Ja, hier sind wir auch nochmal, ne? Also wenn man hier oben gegenstößt, weiß man, es könnte eng werden oder zu eng. Ja, hier die Box ist quasi spiegelverkehrt. Sehen wir rechts, haben wir den normalen Hochdruckreiniger, und hier auf der linken Seite haben wir den mit der Bürste. Also wenden wir uns hier nach rechts, zack, und haben hier auch eine neue Lanze, eine kleine, hat er hier, eine ST3000 hat er hier letztens installiert. Das ist absolut in Ordnung. Mit den Dingern kann man wirklich gut arbeiten. Aber genauso auch hier wieder ein Gully in der Mitte, okay, aber wenn man sich das hier anschaut, hier sammelt sich natürlich, das ist schon ordentlich. Ja, klar, ich wohne hier ein bisschen ländlich vor den Toren Kölns, und dementsprechend kommen hier natürlich auch viele Bauern hin, die machen ihre Karren oder Jäger ihre Karren sauber. So, das ist diese ganz alte Anlage hier. Schaumwäsche, Klarwäsche und Konservieren, mehr gibt es hier gar nicht. Aber da wir sowieso nur mit Klarwäsche und unseren eigenen Produkten arbeiten, ist das völlig ausreichend. Vom Preis her muss man dann auch ein bisschen drauf achten. Hier haben wir die Möglichkeit, 50 Cent, 1 Euro und 2 Euro einzuwerfen. Ist bei den meisten so. Und hier bekommt man für 50 Cent 2 Minuten. Dementsprechend hochgerechnet 4 Minuten mit 1 Euro und ich glaube sogar 8 Minuten müssten es sein mit 2 Euro. Ne, es wäre zu viel. 50 Cent für eine Minute, glaube ich, und 1 Euro für 2 Minuten und 2 Euro für 4 Minuten. Ich glaube, so ist es richtig. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, das ist der Kurs hier in der Box. Ja, schauen wir jetzt noch meine Lieblingsbox an, beziehungsweise Box, das ist quasi Cabrio-Box, die Outdoor-Box. Und die ist insofern geil, weil man ist hier draußen ein bisschen mehr an der frischen Luft, nicht so eingeschränkt, hat auch gutes Licht. Für die Videos für euch ist das natürlich wichtig. Ja, und dann haben wir hier noch dieses Teil. Das ist auch aus der Vorkriegszeit. Haben wir einen Drehschalter, mit dem wir hier arbeiten können, konservieren, Klarspülen und Shampoo. Benutzen wir nicht, steht bei mir auch immer auf Klarspülen. Preis absolut das gleiche.
Warum er hier oder Wertmarke sagt, weiß ich nicht. Vielleicht kriege ich ja mal welche kostenlos von ihm, wenn ich jetzt hier so Werbung für ihn mache. Keine Ahnung. Ja, hier haben wir leider noch eine relativ alte Lanze. Das ist nämlich so ein Riesending. Damit muss man meiner Meinung nach schon aufpassen, denn wenn der Druck nachgibt, tendiert man natürlich dazu, ein bisschen nachzugeben. Und wenn man dann gegen das Auto stößt, ist das natürlich fatal. Aber bei den 100.000 Wäschen, die ich schon in meinem Leben gemacht habe, ist es noch nie passiert. Jo, ansonsten ist die nämlich vom Bodenbelag hier auch noch irgendwo die beste. Und dementsprechend gehe ich hier lieber hin, weil bei den anderen, da steht der Dreck halt wirklich drin, wie ihr auch gesehen habt, ja. Aber ansonsten eine wirklich Top-Waschanlage. Bin jetzt hier auch gerade fertig mit der Reinigung meines. Neues Video kommt demnächst wieder in den Kanal rein. Ja, was braucht eine Waschanlage sonst noch oder Waschstraße? Hier haben wir jetzt noch 2 Staubsauger und dann so ein Ding zum Ausschlagen. Hier auch noch eins der Fußmatten. Ich staubsauge jetzt eigentlich zu Hause. Ich mache das jetzt nicht hier, weil ich finde die Dinger jetzt nicht so prickelnd. Die sind zwar ganz gut hier, haben auch eine ordentliche Saugleistung, auch mit hier wirklich einer großen Düse und das ist schon in Ordnung. Ist auch nicht so teuer. Hier das gleiche Preis kostet auch 50 Cent. Kann man sogar, wie ich sehe, 10 und 20 Cent einwerfen. Ja, ist halt ganz in Ordnung, aber würde ich jetzt nicht priorisieren, das hier zu machen. Kann man natürlich machen, spricht natürlich nichts gegen, ja. Aber ansonsten, das ist wirklich meine Lieblingswaschstraße hier in der Gegend. Gibt noch so 2 andere. Eine davon habt ihr auch schon im Video gesehen. Die ist in Gladbach. Ist ganz gut, aber da laufen mir zu viele Chaoten rum und da macht das Videodrehen für euch dann natürlich auch nicht so viel Spaß. Ja, also das war mein Video hier zum Thema, welche Waschstraße soll ich benutzen, worauf muss ich achten und so weiter. Wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das freut mich sehr. Und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie sieht eure Waschstraße aus, was kostet das, ja, warum geht ihr dahin, habt ihr eine Alternative, habt ihr mehrere zur Auswahl, interessiert mich. Also, lasst mal ein bisschen diskutieren und drüber sprechen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.